English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein Netzpython Procamerus reticulatus als Golden Child Tiger. Ne? Golden Child Tiger nennt sich diese Combo, ne? sind zwei, also Golden Child mit Tiger. Super hübsches Tier, ne? Also das, klar, das Schwarz, das Phosphorisierende ist der Hammer meiner Meinung nach. Ne? Dann hat er hier so weiße Punkte noch mit drin, weiße Zeichnung. Also wenn das kein Tier ist, wo einem das Herz aufgeht, jedem Terrarianer, dann weiß ich auch nicht. Deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch. Bin ich völlig verliebt in diese Farben und ich hoffe, euch geht es genauso. Wir hatten wieder einen Frag-Stefan-Aufruf gemacht, haben tolle Fragen bekommen. Also von Reptil verletzt, also wird es blutig, bis wann soll ich Königspython das erste Mal füttern? Darf ich Eier mit Eddingstiften beschriften? Milben sind auch dabei. Wird spannend. Frag Stefan. Erstmal vorneweg ein herzliches Dankeschön für 55.000 Abonnenten. Ne? Also für unseren Nischenkanal, das wir ja mit unseren Reptilien sind. 55.000 ist super, freut mich sehr. Ich habe gehört, ab 100.000 kriegt man irgend so einen Stern verliehen, den man richtig zugeschickt kriegt von YouTube. Also ich hätte echt gern die 100.000, das wäre gigantisch. Und ich habe gesehen, 60% von euch schauen Reptil TV, ohne uns zu abonnieren. Bitte, wenn euch der Kanal gefällt, abonniert Reptil TV, weil ihr einfach uns helft. Ne? Umso mehr Abonnenten man hat, umso höher ist der Stellenwert, den man auf YouTube hat. Umso mehr Ansehen genießt man von YouTube. Damit helft ihr uns. Ne? Also ich mache kostenlos das Reptil TV für euch. Ihr könnt es kostenlos abonnieren. Helft mir als Gegenleistung, als Dankeschön. Also bitte abonniert's, würde mich sehr freuen. Ne? Die Lea Tabat fragt, Stefan, wurdest du schon einmal ernsthaft von einem Reptil verletzt? Ja, liebe Lea, tatsächlich, ist aber schon lange her. Also im Großen und Ganzen passiert mir oder auch uns hier und meinen Kollegen, es passiert eigentlich so gut wie nie was. Klar, wir werden mal so ein bisschen gebissen, das werden wir eigentlich jeden Tag. Aber von großen Tieren so gut wie nie und Gifttiere haben wir einzig gar keine. Also von dem her passiert nicht allzu viel. Eine ganz witzige Anekdote, die aber schon über 20 Jahre her ist. So ein großer Netzpython mit 4 Meter oder was hat mich mal hier in die Hand gebissen. So gleich sieht man noch so ein bisschen die Narben hier. Und das war dummerweise, da war eine Dame von der Presse da, von der Zeitung, ne, vor 20 Jahren war das ja noch ganz toll, der hat Reptilien, die war da, hat ein Interview gemacht und ich habe während dem Reden mit der, da war so ein bisschen Dreck in dem Glasführungsprofil von der Scheibe. Ne? Und da habe ich so nebenher, schiebe ich die Scheibe auf und will da wegen den Dreck aus dem Profil rausmachen, also nicht Dreck, das war einfach nur Einstreu, will den da rausmachen. Und der Netzpython, der da drin war, den habe ich nicht einmal angeguckt, der denkt, ach toll, der Stefan gibt mir was zu fressen und meine Hand da drin und der schnappt mich und macht da so einen richtig schönen Beutebiss. Die Dame von der Zeitung hat dann was Tolles zum Schreiben gehabt und ich hatte eine blutige Hand. Hat dann auch den ganzen Tag nicht aufgehört mit Bluten, musste ich am Abend ins Krankenhaus und musste gleich wegen nähen und versorgen lassen. Ja, das war so der, glaube ich, mein blutigster Unfall, den ich in meiner Geschichte hatte und das im Beisein der Presse, das hat natürlich perfekt gepasst. Der P373RP4N fragt, wohin wolltest du schon immer mal auf Reisen? Was ist dein nächstes Reiseziel? Richtig schöne Frage, speziell in Corona-Zeiten. Ne? Ich will überall hin, ich will unbedingt wieder nach Afrika. Ich will alles Mögliche, kann im Moment aber nicht. Aber generell, wohin ich schon immer mal wollte, also ich muss sagen, ich war ja schon wirklich viel unterwegs, dank meinem Beruf, dank Reptil TV. Galapagos zum Beispiel war ein Highlight, da würde ich gern wieder mal hin, weil es einfach so super toll war. Es gibt eigentlich kaum Orte, wo ich
oder wo ich jetzt sage, ja, da will ich unbedingt hin und war noch nicht. Ich war noch nie so Richtung Australien oder Südsee. Das ist einfach so weit zu fliegen mit 20 Stunden, aber das wäre es sicherlich mal wert. Da muss man dann aber genügend Zeit haben. Das lohnt sich nicht für eine Woche oder so, denke ich mir, dass man da 2 Tage nach Australien fliegt. Aber das wäre sicherlich, was ich mal gern machen würde. Ich habe im Kongo eine Cousine, wo wir jedes Jahr unsere Weihnachtsspende sozusagen hinmachen. Die hat dann betreut da so ein Waisenhaus im Kongo. Ne? Das ist so, sie ist Ordensschwester, ne? Und die haben sich das als Aufgabe gemacht, da im Kongo zu helfen. Da würde ich auch mal sehr gerne hin, gucken, was da so in Anführungsstrich abgeht oder wie das Geld verwendet wird oder vielleicht auch ein paar Tage mithelfen, fände ich auch ganz toll und spannend. Habe aber ein bisschen die Hosen voll, weil Kongo ist echt ein heißes Pflaster. Also auf dieser Welt gibt, glaube ich, nicht viele Staaten, wo ich echt ein bisschen Schiss habe hinzugehen. Der Kongo gehört definitiv dazu. Von dem her muss ich mir das noch überlegen. Vielleicht werde ich im Alter ein bisschen mutiger. Das wäre sicherlich auch noch ein tolles, interessantes Reiseziel. Nochmal die Lea Tabat, also die war ganz aktiv. Danke dir für deine, sind auch gute Fragen. Ich wollte eigentlich ein paar rausstreichen, habe gedacht, ach, die fragt zu viel, da muss ich ein paar Sachen rausstreichen. Aber nee, sie sind alle so gut, deswegen beantworte ich sie. Ab wann beginnt ihr eure kleinen Königspüdern bei der Fütterung auf Ratten, in Klammer zum Beispiel Springer, umzustellen? Gute Frage, machen viele, dass sie irgendwann relativ schnell von Mäusen auf Ratten umsteigen. Man muss wissen, ein Jungtier beim Füttern hat immer mehr Fett wie ein adultes Tier. Ne? Also eine junge Ratte hat einen viel höheren Fettanteil wie eine adulte Maus. Von dem her ist es an sich gar nicht so gesund für die Terrarientiere, wenn ich schnell von Mäusen auf junge Ratten umstelle, ne? Weil ich einfach den Fettanteil meiner Nahrung erhöhe, die Tiere dadurch auch fetter werden. Und das wissen wir alle, die Terrarientiere, die Tendenz zum Fettwerden ist eh schon ein bisschen da, wahrscheinlich durch relativ fettreiches Futter. Und deswegen sollte man da aufpassen. Also ich bin gar kein Freund davon, schnell von Mäusen auf Ratten umzustellen. Wir machen es so, wir füttern relativ lang Mäuse, mindestens halb, dreiviertel Jahr, bis die Tiere vielleicht so, sagen wir mal 400 Gramm, 500 Gramm haben, geben wir auf jeden Fall Mäuse. Man kann dann auch 2 Mäuse nacheinander füttern und so vielleicht bei 500 Gramm fangen wir dann langsam an, junge Ratten zu geben. Ne? Aber ich würde sagen, wirklich frühestens ab dem Alter. Der Philipp Rockstar, muss ich nach Milben im Terrarium auch meine Fellvierbeiner behandeln? Finde ich auch eine tolle Frage, weil sie Sinn macht. Ich würde dir Entwarnung geben, selbst wenn du im Terrarium Milben hast. Also diese Milben im Terrarium, habe ich auch schon das ein oder andere Mal gesagt, sind spezielle Reptilienmilben. Die brauchen Schuppen, um saugen zu können. Ne? Die haben da wie so ein Pumpmechanismus drin. Die Schuppe drückt auf die Milbe und durch den Druck entsteht ein Unterdruck und dadurch kann die Milbe saugen. Ein Nagetier oder ein Hund, Katze, also alles mit Fell, sagen wir mal, hat ja keine Schuppen. Deswegen funktioniert dieses Prinzip nicht. Das heißt, eine Schlangenmilbe kann weder an einen Mensch gehen, noch an eine Katze oder Hund oder sonstiges. Also von dem her würde ich im Großen und Ganzen Entwarnung geben. Ihr solltet aufpassen, wenn ihr Milben in einem Terrarium habt, dass die nicht weiterlaufen ins nächste Terrarium. Deswegen wirklich rundherum gut sauber halten oder vielleicht mit dem Insektizid arbeiten oder zumindest mit dem Staubsauger rundherum gut sauber machen. Aber für die befällten Mitbewohner im Haus oder für euch selber braucht ihr keine Sorge zu haben. Der Lukas 453, wie kann ich frisch geschlüpfte Königspythons das erste Mal richtig füttern und nach wie vielen Tagen muss ich füttern? Also wie kann ich sie richtig füttern, das verstehe ich nicht mal ganz, wie du das meinst. Man füttert halt, indem man ein Futtertier reingibt. Prinzipiell ist so, ein Königspython frisst lieber lebend. Und frisch geschlüpfte Königspythons an Frostfutter zu kriegen, ist wirklich schwer. Wenn ihr 10 Tiere habt, würde ich sagen, dass mehr wie die Hälfte einfach nicht an tote Futtertiere geht. Ihr müsst am Anfang lebend füttern, wenn ihr selber züchtet. Wenn ihr ein Tier kauft, das schon mehrmals gefressen hat, ist das wieder was anderes. Aber wenn ihr selber züchtet, müsst ihr am Anfang lebend füttern. Wie gesagt, schon fressen die sehr schlecht bis gar nicht.
Natürlich wartet man die erste Häutung ab. Ne? Die Königspythons häuten sich circa nach rund 2 Wochen. Dann kann man noch mal 1, 2, 3 Tage warten und dann bietet man das erste Mal ein Futtertier an. Manchmal beim ersten Futter anbieten fressen sie noch nicht, erst beim zweiten Mal. Also so ist es bei uns in der Regel so, nach der Häutung erste Fütterung vielleicht 50-50, zweite Fütterung fressen so gut wie alle schon, spätestens dritte Fütterung gehen die ran. Und wir aus unserer Erfahrung haben vielleicht oder prozentual, ich würde mal sagen 2 bis 3, weniger, eben 1 bis 2%, ja, 1 bis 2, das haut bestimmt hin an Tiere, die wirklich nicht selbstständig rangehen, ja, wahrscheinlich sogar geht es gegen 1%, die man dann sozusagen Maul legen muss. Ne? Also auch nicht stopfen, sondern wirklich nur die Futtermaus vorsichtig ins Maul legen, das Tier weglegen, habe ich auch in manchen Sendungen schon erklärt, sogenanntes Maullegen. Da sind wir wahrscheinlich irgendwo im Prozent- bis Promille-Bereich, wo man das machen muss. Und nochmal die Lea Tabat, UV-Beleuchtung bei tagaktiven oder teils tagaktiven Schlangen. Überflüssig oder sinnvoll notwendig? Ehrlich gesagt weiß ich kaum tagaktive Schlangen. Da fallen mir auf Anhieb vielleicht allenfalls Strumpfbandnattern ab, die als tagaktiv beschrieben werden. Ansonsten ja, vielleicht Liasis boleni, aber den hat niemand von uns zu Hause. Ansonsten, ehrlich gesagt, fallen mir fast keine tagaktiven Schlangen ein. Also gerne eure Kommentare postet unten, wenn ihr sagt, na klar, Stefan, das ist doch alles tagaktiv. Meiner Meinung nach ist so gut wie alles dämmerungs- bis nachtaktiv, sei es die ganzen Boas, Pythons, Kornattern, sind alles dämmerungsaktive Tiere. Aus diesem Grund meiner Meinung nach, ich brauche im Schlangenterrarium kein UV-Licht, beziehungsweise ich glaube, dass sogar einige Reptilien mit den Augen Probleme haben, wenn sie UV-Licht abkriegen, dass sie da vielleicht sogar eine Augenentzündung kriegen können von zu viel UV-Licht. Das hat es vor 20, 30 Jahren, damals war an der Uni Hohenheim der Professor Bosch, hoffentlich bin ich jetzt nicht falsch mit Bosch, doch ich meine Bosch hat er geheißen, das war vor 30 Jahren der Reptilienguru eigentlich, Uni Hohenheim, Parasitologie, Fachrichtung Herpetologie, die hat man damals gefragt, wenn es um Reptilienkrankheiten, Reptilienfragen ging, die haben damals sogar gesagt, aufpassen mit UV-Licht, schädlich für die Tiere, das steckt wahrscheinlich auch noch in mir drin, aber ich bin zumindest ganz sicher, dass es keinen Nutzen bringt, das UV-Licht. Ne? Ob ein Königspython Schaden nimmt, wenn ich eine UV-Lampe draufstelle, wie gesagt, müsste man ausprobieren oder auch nicht. Aber zumindest bringt es keinen Nutzen. Und ich weiß, oder nehmt ein Python zum Beispiel, setzt den ins Sonnenlicht, der kriecht raus, der will das Sonnenlicht nicht, der mag das helle Licht nicht. Und ich denke, das hat vielleicht auch mit der UV-Strahlung zu tun. Dann kam heute eine tolle Frage per E-Mail. Der Fragende hat das bewusst per E-Mail geschickt, weil da hat er auch recht, der hat wahrscheinlich befürchtet, da geht der Shitstorm los oder er wird als blöd erklärt oder was weiß ich, wenn er die Frage stellt. Aber ich finde die Frage nicht blöd, ich finde sie sogar sehr gut. Und selbst wenn man im ersten Moment sagt, na wie kann man nur, Routine ist manchmal gefährlich, kann passieren. Ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Und zwar hatten wir dieses Jahr 2 Gelege von Königspython mit einem Edding beschriftet, da gerade nichts anderes zur Hand war. Nicht viel, nur 2 Buchstaben. Ne? Also der hat mit dem Eddingstift auf frisch gelegte Eier 2 Buchstaben draufgeschrieben, wahrscheinlich welches Gelege das ist oder sowas. Das eine Gelege ist entweder im Ei abgestorben oder kurz nach dem Schlupf gestorben. Außerdem waren alle kleinen, also alle Jungtiere, stark deformiert, verkürzter Unterkiefer, teils keine Wirbelsäule. Also keine Wirbelsäule habe ich auch noch nie erlebt. Bei dem anderen Gelege sind 4 von 6 Eiern kurz nach der Ablage abgestorben, also relativ gleich abgestorben. Und in den 2 verbliebenen Eier waren am Ende wieder deformierte oder nicht lebensfähige Babys. Ne? Also nochmal kurz zusammengefasst, der hatte 2 Gelege, hat die mit dem Eddingstift beschriftet und eben die sind abgestorben oder die Babys waren verkrüppelt im Ei oder sowas.
Er schreibt dann noch zwei weitere Gelege im gleichen Inkubator, die mit Bleistift beschriftet waren, sind ganz normal geschlüpft. Also falsche Temperatur oder sonstiges schließt er aus. Ne? Also er hatte 2 Eier mit Bleistift beschriftet, da war alles okay. Ich denke definitiv, dass der Edding schuld war. Man weiß aus dem Geflügelbereich auch, dass der Edding bei Vogeleiern schaden kann, ne, wenn ich da mit Edding irgendwie drauf rumschreibe. Und bei Reptilien, ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt oder irgendwelche Studien oder irgendwelche Berichte oder medizinischen Berichte dazu kennt. Ich finde es wirklich sehr interessante Frage. Ich persönlich habe noch nie einen Edding verwendet, weil ich mir auch denke, so ein stinkiger Edding mit Lösungsmittel drin oder sowas, der kann dem Ei nicht gut tun. Aber ich kann durchaus verstehen oder ich kann es nachvollziehen, dass man, sei es, dass man den Kopf nicht richtig dabei hat oder einfach kurzweg im Stress ist oder ach komm, das mache ich jetzt, das wird schon nichts sein. Oder wenn ich mir überlege, meine Kinder, die malen sich mit Edding irgendwelche Sachen auf der Haut rum, die denken sich auch nichts dabei, dass so ein Edding vielleicht doch giftig ist und Lösungsmittel drin sind. Ein Grund mehr für mich, meinen Kindern zu sagen, hört auf, mit dem Edding euch auf der Haut rumzumalen. Und eben vielleicht ein Grund für euch oder auch eine interessante Diskussion. Dieser Edding wird wohl sicher den Embryonen in dem Ei bei der Entwicklung schaden und am Schluss werden verkrüppelte Jungtiere rauskommen. Also deswegen finde ich es eine tolle Frage beziehungsweise auch ein toller Hinweis von dem Betreffenden. Der Andi 4201: Kann man problemlos frisch tote Tiere in einer gewöhnlichen Gefriertruhe einfrieren und sie nach einiger Zeit der Schlange verfüttern? Gibt es da bezüglich Haltbarkeit, Nährwertgehalt und so weiter deutliche Unterschiede zu Frostfutter, welches durch Schockfrosten eingefroren wurde? Beziehungsweise sagt er hätte Küken und wenn da ein Küken abstirbt, würde er es auch an seine Boas verfüttern. Ich glaube, also ein Fehler ist da drin, das gefrorene Futter, wir verkaufen oder vertreiben ja auch gefrorenes Futter, das wird nicht durch Schockfrosten eingefroren, sondern wird an sich auch normal in der Gefriertruhe eingefroren. Ne? Was man natürlich nicht machen darf, ich darf keine 100 oder 1000 Mäuse gleichzeitig einfrieren, weil ja dann viel zu viel Wärme entsteht, aber es ist auch kein direktes Schockfrosten mit minus was weiß ich wie viel Grad, sondern die werden in Anführungsstrich ganz normal eingefroren, wie jeder zu Hause, wenn er was einfriert oder sowas. Die Futtertiere, ich glaube, wenn sie lang eingefroren sind, wenn ich jetzt ein halbes Jahr lang was gefroren habe, werden sie sicherlich an Nährwerten verlieren, auch an Vitaminen vor allem verlieren. Umso frischer oder kürzer sie eingefroren sind, umso höher wird der Nährwert sein letztendlich. Das ist ja wie bei der menschlichen Nahrung auch. Also von dem her würde ich, glaube ich, darauf achten, dass ich nicht ein Futter nehme, das, sei es, dass ich es irgendwo kaufe, wo ich schon Bedenken habe, wie lange ist das denn da schon eingefroren, oder aber ich würde es auch bei mir jetzt nicht länger wie ein halbes Jahr oder selbst auch, ja doch, also ich würde mir so 3 bis 6 Monate als maximale Grenze setzen. Wenn ich jetzt von unserem Frostfutter ausgehe, das ist jede Woche, kriegen wir das ganz frisch geliefert. Das wurde dann ein paar Tage vorher eingefroren. Also wenn man es dann hat, kann man davon ausgehen, es ist vielleicht eine Woche alt, plus wie gesagt noch vielleicht 3 Monate. Dann ist das ein kurzer Zeitraum, wo, denke ich, nährwerttechnisch, also wenn man es jetzt aus dem Lebensmittelbereich überträgt, noch nicht viel verloren gegangen ist. Das Zweite mit den Küken, das habe ich in dem Zusammenhang nicht ganz verstanden. Ich glaube, du wolltest sagen, wenn irgendwie ein Küken bei dir stirbt, das dann zu verfüttern, kann man bestimmt machen, wenn man weiß, wieso das Tier gestorben ist. Also ich wäre natürlich vorsichtig, wenn jetzt ein Tier stirbt, das weiter zu verfüttern. Womöglich ist es an Parasiten oder sonstigem gestorben. Also im Zweifelsfall würde ich es nicht weiter verfüttern. Ich weiß nicht, wieso ein junges Küken stirbt. Ja, schwierig für mich nachzuvollziehen. Deswegen dazu kann ich gar nicht allzu viel sagen. Dann bedanke ich mich für eure tollen Fragen. Wir hatten
kurze Vorlaufzeit, wo wir die Fragen gestellt haben. Deswegen kamen relativ wenig Fragen, aber sie waren qualitativ super, fand ich. Alles spannende, interessante Fragen für die Terroristik. Herzlichen Dank dafür. Nochmal, wie eingangs erwähnt, helft mir bitte, lasst mir einen Daumen hoch da und abonniert unseren Channel, dass wir die 100.000 irgendwann vielleicht knacken. Würde mich wirklich freuen. Das könnt ihr mir zurückgeben für das, dass ich euch diese Folge versucht habe, kostenlos, schön und spannend euch zu geben.